Mahlzeit. Ich bin auch mal nach einem Rucksackvideo gefragt worden oder auch meinen Gedanken dazu. Das ist nichts großartig Langwieriges, aber ich habe mal alle 4 Varianten aufgebahrt. Ähm, und einmal kurz so meine Meinung dazu. Die Slingback haben wir hier links. Die können wir bei Spectre 1 kaufen. Da ist unser notgedrungenes Päckchen, was wir auch versichern können oder sollten am Anfang. Kann ich nur empfehlen. Nehme ich nicht immer so mit, aber wenn ich eine Sling mitnehme, dann nehme ich halt auch nicht viel mit. Also muss ich ganz ehrlich sagen, einen Pen, eine Bandage, damit man überhaupt was hat. Vielleicht eine Dose Mandarinen oder auch nicht. Die Adventure Bag ist halt ab Spectre 2 zu haben, nicht Spectre, sorry, Minty 2 zu haben. Da ist auch ich sag mal, das am weitesten verbreitetste, weil da geht eigentlich so ziemlich alles rein, was man braucht. Da wäre jetzt auch mein Standard-Setup drin. Ich nehme mir immer 2 Pens mit, 2 Bandagen und 2 Dosen Tangerines. Das ist so der Standard. Ich kenne Spieler, die sagen, die brauchen 3 oder 4 Pens. Meiner Erfahrung nach, ich habe seit ich das Spiel spiele nur 2-mal einen dritten gebraucht. Und der war dann meistens in dem Opfer von mir zu finden oder beziehungsweise in dem Rucksack des Opfers. Ich bin also noch nie in die Situation gekommen, mehr als 2 zu brauchen. Was ich jetzt langsam anfange, da habe ich mich immer so ein bisschen gesträubt, aber es ist leider praktischer. Wir haben noch diesen kleinen Glitch, dass wir die Dosen ineinander schieben können. Das macht es natürlich praktischer. In der Anordnung haben wir den Vorteil, hier geht nämlich noch eine Autobatterie oder ein Benzinkanister rein. Dann mein Favorit, der G4 Rucksack. Wir haben wesentlich mehr Platz, als man denkt, weil man kann dann durchaus hier in die Höhe stapeln noch. Und wir haben einen Waffenslot hinten drin für jedwede Waffe, die möglich ist. Zusätzlich, dass wir einige Waffen mit eingeklappter Schulterstütze auch hier reinpacken können. Das habe ich auch in anderen Videos mal gezeigt, wenn hier zum Beispiel eine AKSU drin steht. Das wäre so mein Standard-Setup hierfür. Auch da 2 Dosen, 2 Pens, 2 Bandagen. Warum die zweite? Ab und zu hat ein Teamkollege keine dabei oder es ist auch mal eine durch den Boden gebackt oder so. Aber mehr als die Sachen habe ich eigentlich nie gebraucht. Und dann zu guter Letzt der Ragnar-Rucksack. Bin ich kein Freund von, weil er ist zwar schön geräumig, aber das ist der einzige Rucksack, der, wenn man ihn aufhat, über den Hinterkopf hinausragt. Man ist also ein wirklich größeres Ziel, nicht von der Trefferzone her, aber man wird einfach schneller gesehen. Wenn man den voll macht, hat man natürlich unheimlich viel Gewicht dabei. Oft wird er bei uns als Lagerschrank benutzt oder du hängst ihn an den Haken, leere Magazine rein, Pens rein, irgendwas, was man so haben möchte. Und ich finde, der Preis des Rucksacks steht in keiner Relation. Es gehen zwar fast alle Gewehre rein, also ich könnte jetzt 3 M4 hier nebeneinander legen, aber ein Sling kostet mich um die 500 ohne Abzüge von Rabatten. Der Adventure kostet so 2.500 ohne Abzüge von Rabatten. Bei dem Geartex sind wir so bei 8.000. Das ist eigentlich nachher kein Preis, wenn man so ein bisschen drin ist im Spiel, weil dann der Zeug, was manche mitnehmen, allein die 2 Pens sind ja zusammen über 9.000 wert, wenn man die kaufen würde. Und der Ragnar kostet 34.000, 35.000. Ist es jetzt nicht unbedingt wert. Also ich glaube, der Wiederverkauf, der war so bei 13.000, wenn ich ihn finde. Ich sehe da keinen Mehrwert drin, den großen zu nehmen. Ich würde immer bei dem G4 bleiben, also Geartech G4, wenn man ihn kaufen kann. Und ansonsten ist es auf jeden Fall ein valider Lootpunkt. Wenn man andere Spieler erwischt, kann man den immer mitnehmen. Passt genug rein. Das wären meine Gedanken zu den Rucksäcken. Habt ihr andere? Auch gerne in die Kommentare. Ich habe auf jeden Fall noch keine guten Erfahrungen mit dem Ragnar gemacht.